Hallo Leute und willkommen zurück zu Last Set Survival Shooter. Heute klären wir ein Thema, das extrem viele Spieler unterschätzen. Und das entscheidet darüber, ob ihr Kämpfe gewinnt oder verliert. Ich bin's wieder, euer Sultai, heute mal ohne Facecam, aber das ist ja nicht weiter wild. Und wir klären heute ein paar Dinge auf. Und zwar geht es nicht nur darum, welche Helden ihr habt. Es geht darum, welcher Truppentyp zu welcher Fraktion passt und ganz wichtig, wer in eurer Formation vorne steht und wer hinten. Viele denken da überhaupt gar nicht drüber nach. Ja, und genau das kostet extrem viel Schaden. Das heißt, wir gehen heute im Video die Truppentypen vor, die Truppenarten und alles, was dazugehört. Und zum Schluss gibt es noch einen Bonustipp. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Okay, fangen wir an mit den 3 Truppentypen. Ja, also es gibt Shooter, Assaulter und Rider. Also Distanz, Nahkampf und Kavallerie, könnte man so sagen. Und es gibt 3 verschiedene Fraktionen. Wings of Dawn, Himmel des Chaos und Wächter der Ordnung. Der wichtigste Grundsatz lautet hierbei, Fraktion und der Truppentyp müssen zusammenpassen. Wenn ihr das ignoriert, verschenkt ihr massiv Power. Fangen wir mal mit Wings of Dawn an. Wings of Dawn ist klar auf Shooter ausgelegt. Warum? Weil die wichtigsten Helden dieser Fraktion gezielt Shooter buffen. Scarlet erhöht Angriff und die Verteidigung. Nyx erhöht Shooter-Schaden massiv, Alma erhöht Lebenspunkte und zusätzlichen Damage für Shooter. Alma gibt es ab der Season 2 ein sehr wichtiger Held hier im Spiel. Also das bedeutet, wenn du Wings of Dawn spielst, solltest du Shooter spielen. Keine Nahkampf und keine Kavallerie, denn deine Heldenskills verstärken hauptsächlich Shooter-Werte. Wenn du die falschen Truppen spielst, verlierst du halt Synergie. Kommen wir mal zu Himmel des Chaos. Assaulter. Helden wie Olivera sind das Assaulter-Pendant zu Scarlet. Selena ist das Gegenstück zu Nyx, ne? Aber für Assaulter. Das heißt, wenn du Himmel des Chaos spielst, solltest du Assaulter spielen, also Nahkampf. Wenn du Chaoshelden mit Shootern kombinierst, bekommst du zwar Fraktionsbonus, aber deine Helden verstärken nicht optimal deine Truppen. Das kostet dich enorm Schaden. Kommen wir mal zu Wächter der Ordnung. Die werden bespielt mit den Ridern, ja, also Kavallerie. Ihre Helden buffen hauptsächlich Rider-Werte, Mobilität und Kontrolle. Und wenn du Wächter der Ordnung spielst, solltest du lieber Rider einsetzen, also halt die Kavallerie. Kommen wir mal dazu, warum Mischen ineffizient ist, also wenn du Truppenformationen mischt. Folgendes Szenario, wir spielen Wings of Dawn Helden mit Assaulter-Truppen oder Chaos-Helden mit Shootern. Das Problem ist, Fraktion bestimmt deinen Fraktionsbonus und Konter. Truppentyp bestimmt, welche Werte deine Helden direkt verstärken. Wenn das nicht zusammenpasst, verlierst du extrem viel Power. Und jetzt kommen wir mal zu den Formationspositionen. Jetzt kommt der Punkt, den viele komplett vergessen. Wer steht vorne, wer steht hinten? Nehmen wir Wings of Dawn und Shooter als Beispiel. Shooter machen hohen Schaden, sind aber nicht dafür gemacht, vorne Schaden zu tanken. Deshalb gehören nach vorne zum Beispiel Laura oder Amelia, also Helden mit hoher Überlebensfähigkeit, und nach hinten gehören Helden wie Scarlet, Nyx, Alma, ja? Oder halt andere epische Helden von der Kategorie oder von der Fraktion Wings of Dawn. Warum? Wenn deine Damage-Dealer vorne stehen, sterben sie schneller. Wenn sie schneller sterben, verlierst du DPS. Wenn du DPS verlierst, verlierst du halt die Kämpfe. Gerade bei Boss-Events ist das entscheidend. Kommen wir mal zur Mischformation, also 3+2. Wenn du zum Beispiel spielst 3 Helden mit Himmel des Chaos und 2 Helden mit Wings of Dawn, dann bekommst du den 3er-Bonus von Chaos, ja? Den kleinen 2er-Bonus von Wings. Das ist als Übergang natürlich okay, aber langfristig ist eine klare 5er-Fraktion fast immer stärker. Und warum? Weil viele 4. Skills nur bei 5 Helden derselben Fraktion vollständig aktiviert werden. Und nun kommen wir mal zum Bonustipp für Events. Also bei Events wie Fury Lord oder The Tyrant zählt vor allem 1, maximaler Schaden pro Angriff. Hier ist aktuell Wings of Dawn mit Shootern die stärkste Wahl. Warum? Scarlet zum Beispiel erhöht die Truppenkapazität. Ne? Mehr Truppen ist gleich mehr Schaden. Nyx gibt massiven Damage Boost. Alma sorgt dafür, dass deine Shooter länger überleben. Und im PvE zählt konstanter Schaden, mehr als reiner Burst. Und Shooter liefern konstanten Output. Wenn du also auf Event Ranking spielst, ist Wings of Dawn und Shooter aktuell die stabilste Kombination. Und was wir auf keinen Fall vergessen sollten, ist die Forschung. Wenn du zum Beispiel dich auf Shooter spezialisierst, musst du deine Militärforschung auf Shooter priorisieren. Es bringt nichts, Wings of Dawn Shooter zu spielen, aber deine Forschung auf Assaulter zu skillen. Das ist verschenkte Power. Was können wir abschließend sagen? Also, Zusammenfassung ist, Wings of Dawn spielt ihr mit Shooter, Himmel des Chaos spielt ihr mit Assaulter, Wächter der Ordnung spielt ihr mit Rider. Damage-Dealer nach hinten, Tanks nach vorne. Fraktion und Truppentypen müssen zusammenpassen. Und für Boss-Events wie Fury Lord oder The Tyrant
Guild Wings of Dawn plus Shooter ist aktuell die stärkste Wahl. Wenn euch das geholfen hat, schreibt in die Kommentare, welche Fraktion und welchen Truppentyp ihr spielt. Vielleicht steht bei euch gerade ja auch der stärkste Damage-Dealer vorne und ihr verschenkt Power, ne? Ohne es zu merken. Kann ja passieren. Okay, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß noch bei Last Set Survival Shooter. Bis zum nächsten Mal, euer Sultai.